Herzlich willkommen! In diesem Video erfahren Sie, was FOD ist, wie es entstanden ist und welche Philosophie wir bei der Entwicklung und Bereitstellung der Software verfolgen. Wir werden Ihnen auch etwas über die Systemarchitektur und seine Funktionsweise erzählen und in welchen Einsatzgebieten es bereits verwendet wird, um Ihnen eine Idee zu geben, wofür das Softwaresystem eingesetzt werden kann. FOD ist eine sogenannte virtuelle Forschungsumgebung, die die kollaborative Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften unterstützt. Dabei bildet das Softwaresystem den kompletten Forschungsprozess von der Inventarisierung über die Analyse, redaktionelle Aufbereitung bis hin zur Publikation und Archivierung ab. Es ermöglicht die zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit. FOD besteht seit über 15 Jahren. Angefangen hat alles im Sonderforschungsbereich 600 Fremdheit und Armut. Von Beginn an war die Entwicklung von FOD ein Gemeinschaftsprojekt mit dem TWIR Center for Digital Humanities. Der SFB 600 bot uns ein interdisziplinäres Forschungsumfeld, das uns von Anfang an die Aufgabe stellte, ein Softwaresystem zu entwickeln, das viele Bedarfe hinsichtlich Datenstrukturen und Arbeitsabläufen abdeckte. Dies führte dazu, dass relativ schnell neben dem SFB 600 weitere Projekte das Softwaresystem einsetzten, sodass wir zum Ende der Förderung des Sonderforschungsbereiches einen Weg finden mussten, wie wir den Regelbetrieb der Software realisieren konnten. Glücklicherweise finanzierte uns die DFG das Projekt FOD 2015. Es gelang uns in diesem Projekt, die Software einerseits noch flexibler zu gestalten, um sie einfacher nachnutzbar zu machen, und andererseits entwickelten wir ein Geschäftsmodell für ihren Regelbetrieb, sodass organisiert ist, wie universitätsinterne und externe die Software nutzen können und wie die Pflege und Weiterentwicklung gemanagt werden kann. Seit 2015 wird nun das Organisations- und Finanzierungsmodell umgesetzt und das Servicezentrum eScience ist für den Regelbetrieb des FOD-Basissystems verantwortlich. Bei der Entwicklung von FOD waren und sind wir von folgenden Ideen und Grundsätzen geleitet. Die Forschenden sollen möglichst von technischen Dingen entlastet sein. So sind beispielsweise keine XML-Kenntnisse notwendig. Neuentwicklungen erfolgen immer an einem konkreten Anwendungsfall, sodass die Nutzerperspektive besser eingebunden ist. So versuchen wir auch stets, die Funktionen an die gewohnten Arbeitsprozesse anzupassen. Um die Nachnutzbarkeit zu gewährleisten, ist uns die Konfigurierbarkeit des Systems wichtig, um möglichst flexibel zu sein bei der Modellierung von Daten und Workflows. Unser Team besteht zudem von Beginn an aus FachwissenschaftlerInnen und IT-SpezialistInnen, sodass die beiden Kompetenzbereiche optimal miteinander verschränkt sind. Auf diese Weise stellen wir unter anderem die Kommunikation zwischen den AnwenderInnen und den EntwicklerInnen sicher, sodass am Ende die fachwissenschaftlichen Anforderungen auch erfüllt werden. Des Weiteren bieten wir die Begleitung der Projekte von der Idee bis zur Publikation und Archivierung an, sodass die FachwissenschaftlerInnen stets eine Ansprechpartnerin haben. Last but not least handelt es sich bei FOD um eine quelloffene Software. Der von uns entwickelte Quellcode wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hier ein kurzer, stark vereinfachter Überblick zur Systemarchitektur. Kernstück von FOD ist die Arbeitsumgebung, die der Erfassung, Bearbeitung und Analyse der Daten dient. Sie verfügt über Schnittstellen zu dem Bibliographie-Tool Zotero und dem Transkriptionstool Transcribo. Hinzu kommen diverse Im- und Export-Schnittstellen, worüber zum Beispiel die in FOD enthaltenen Daten in einem TI-konformen XML ausgegeben werden können. Für die Publikation und/oder Archivierung können die Daten über eine Schnittstelle an das WIDA-System weitergegeben werden. Das ist eine von uns entwickelte Publikations- und Archivierungsumgebung. Dieselbe Schnittstelle kann aber auch genutzt werden, um eine andere Publikationsumgebung an das System anzuschließen, die von einer anderen Einrichtung bereitgestellt wird. Damit man orts- und zeitunabhängig an denselben Datenbeständen arbeiten kann, handelt es sich bei FOD um eine Client-Server-Architektur. Das heißt, die Datenspeicherung und Prozessierung erfolgt auf dem Server. Die AnwenderInnen installieren sich auf ihren Rechnern den sogenannten Client, also eine Software, die mit dem Server kommuniziert. Sie kann die Daten vom Server abrufen. Sie stellt die Werkzeuge für die Datenbearbeitung bereit und schickt die veränderten Daten wieder zurück an den Server. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jede Person, die Zugang zu den Daten gewährt bekommt, stets den aktuellen Stand der Daten sieht. Mehrere WissenschaftlerInnen mit denselben Vokabularen ihre Daten auszeichnen, wodurch die konsistente Pflege eines gemeinsamen Datenbestandes deutlich erleichtert wird.
FOD wird für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt. Ca. 50% der Projekte erstellen mit Hilfe von FOD digitale, gedruckte oder hybride Editionen. Andere setzen es für die Aufbereitung und Erschließung archivalischer Bestände ein. Wiederum andere führen linguistische Analysen mit dem System durch. Forschungsgruppen verwenden es für die projektübergreifende Sammlung und Analyse ihrer Forschungsdaten, um sie leichter austauschen und gemeinsam hinsichtlich der Gesamtfragestellung zu bearbeiten. Ein weiterer Bereich ist der Aufbau von kartografischen Informationssystemen, um Daten mit ihren historisch-geografischen Zusammenhängen zu visualisieren. In vielen Projekten gibt es Mischformen der genannten Anwendungsfälle. Kein Projekt ist wie das andere. Schauen Sie sich die Liste der FOD-Projekte einfach einmal an. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schauen Sie auf unsere Homepage, lesen Sie die ein oder andere unserer Publikationen oder probieren Sie einfach mal die Demo-Version aus. Aktuelles über und von uns gibt es auf Twitter und Facebook und wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, schreiben Sie uns einfach.